Moin zum zweiten Teil der 99. Gerrit-Tagebuch-Folge. Wir hatten jetzt ja ein paar Tage Zeit, eure Kommentare anzuschauen. Und deswegen stehe ich jetzt hier oben nochmal bei der Kirmes, weil so viele von euch gesagt haben, diese fest installierte Voltron-Achterbahn gehört hier nicht her. Ja, stimmt. Haben wir auch, wissen wir auch. Ne? Wir haben wirklich sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wo bauen wir die hin? Wir wollen sie gerne bauen, ja nur wohin? Und hatten schon das Gefühl, wenn wir sie hier so ein bisschen thematisiert reinbringen und man sozusagen die Geschichte sich erzählt drumherum, ja, die Voltron steht hier halt immer und die Kirmes kommt ab und zu dazu, dann ist das ein Kompromiss, mit dem wir vielleicht leben können. Denn was ist die Alternative? Es haben sehr viele von euch vorgeschlagen, wir sollen einen ganzen Freizeitpark bauen. Wisst ihr, wie lange wir daran sitzen würden? Das wäre ein ganzer Bauabschnitt, wahrscheinlich über 2 bis 3 Jahre. Das müssten wir in der Zukunft mal drüber nachdenken, aber für jetzt ist das nichts. Dafür sind wir schon zu stark im Regenwald beschäftigt, in der Atacama-Wüste. Wir wollen die deutschen Abschnitte demnächst überarbeiten. Passt einfach gerade nicht in den Zeitplan. Kommt mal mit, ich zeige euch einen Alternativort. Das hier ist die internationale Gartenschau, die in Hamburg stattgefunden hat. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange wir gebraucht haben, um all diese kleinen Blumen herzustellen. Die sind mit der Hand gemacht. Das sind zwar Vorlagen gewesen, aber die musst du mit der Hand alle zusammenkleben. Es ist ein Abschnitt, wo man sieht, ich habe Platz. Jetzt nicht so viele Menschen vorstehen, wie es dem Abschnitt eigentlich gebühren würde, weil es steckt so unfassbar viel Arbeit drin. Und es ist auch sehr schön. Wir haben überlegt, ob wir sie hier hinsetzen. Dann fängt man natürlich an zu überlegen, nimmt man dieses ganze schöne Ding weg oder setzt man sie da einfach rein? Das ist auch immer noch eine Möglichkeit, nur dann steht sie hier in der Grenze zwischen Norddeutschland und Dänemark irgendwie standalone. Das heißt, sie steht hier einfach unmotiviert in der Landschaft. Wer baut sich so eine, ich glaube, 40 Millionen Achterbahn mal eben in eine Gartenschau ein? Das macht keiner. Es ist also genauso unrealistisch. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den Kompromiss noch nicht entschieden. Einfacher wäre hier. Vielleicht sind eure Kommentare im richtigen Moment gekommen und wir denken da noch mal drüber nach. Wir hatten uns im Kopf so ein bisschen festgesetzt, wir setzen sie jetzt da in die Kirmes und biegen sie da um die Kurve rum. Was nicht passt, wird passend gemacht und fertig. Aber wir denken noch mal drüber nach. Wir halten euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall danke für diese vielen Kommentare. Auch zum Beispiel zum Elektro-Trucker. Ich war ganz überrascht, wie viele den schon kennen und wie viele Kommentare da standen. Und er hat ja in seinem sonntäglichen Video auch mich erwähnt. Da gab es auch viele Kommentare. Also fand ich eine sehr nette und lustige Zufallsbegegnung. Und ja, wir sollten den Elektro-Trucker eigentlich in Knuffingen fahren lassen. Da werden wir uns mal an die Arbeit machen. Dann war noch oft gewünscht, dass wir neben der Dixie-Toilette und dem Sonic, den wir bei uns in den Rennpausen immer kurz eine Runde drehen lassen, vielleicht auch noch andere Dinge fahren lassen könnten. Ja, Herbie finde ich eine ziemlich gute Idee, wo wir sogar schon dran zeichnen, länger, aber das ist komplizierter, ist Lightning McQueen. Und da könnt ihr ja auch noch mal Vorschläge unten reinmachen, welche besonderen Gefährte, ob es jetzt Autos sind oder vielleicht irgendwas Lustiges, wir in der Rennpause zwischen 2 Formel-1-Rennen auch mal fahren lassen können. So, aber jetzt lang genug geredet. Ab geht's mit dem zweiten Teil von Gerrits Tagebuch 99. So, wir sind umgezogen an den Flughafen, weil auch hier gibt es was Neues. Es ist aber ein guter Zeitpunkt, um einmal herzlichen Dank zu sagen für euer Feedback nach dem, ich sag's mal so, E-Auto Gerrits Tagebuch, das letzte, dass es da so viel positive Kritik gab. Es gab auch natürlich ein bisschen zu erwartenden Ärger, aber ich glaube, wir sind uns bis auf ein paar wenige einig, dass Windräder fällen und auf Verbrenner zu setzen für die nächsten 30, 40 Jahre auch wirtschaftlich keine gute Idee ist. Deswegen hier was ganz Neues, auch die sind elektrisch. Es gibt die ersten, in echt wirklich, die ersten Flugfeldlöschfahrzeuge in voll elektrisch. Selbst da kehrt die Zukunft langsam ein. Es ist zwar nicht, dass Hamburg die gekauft hat, sondern wir haben die angeschafft sozusagen für den Knuffingen Airport. Da aber der Hamburg Airport nun mal unser Vorbild ist, geht diese Aufforderung sozusagen an die Flughafenfeuerwehr Hamburg raus. Elektrische Flugfeldlöschfahrzeuge, wunderschön. Ich weiß, ihr habt gerade neue angeschafft, die werden wir auch demnächst nachbauen, dass wir 2 und 2 fahren. Aber so ein elektrisches hat doch auch was. Also wir haben 2 neue Flugfeldlöschfahrzeuge. Wir haben extra gesagt, wir bauen nur 2, weil A, sind unsere alten noch so schön und B, hat Hamburg gerade neue gekauft. Das heißt, wir machen 2 elektrische und werden irgendwann demnächst 2 von den ganz neuen 8x8 Fahrzeugen bauen, die echt
skurril aussehen. Richtig top. Und ich bringe das dem System jetzt mal bei und dann gucken wir uns mal den ersten Einsatz an. So, dieses wunderbare Stück im Hamburger Design ist jetzt umprogrammiert. Das heißt, er ist jetzt er ist die Nummer 4. Das heißt, das alte Flugfeldlöschfahrzeug 4 sollte jetzt gleich in die Reserve fahren, in den Schattenbahnhof, wenn er ankommt. Wollen wir mal gucken, ob es funktioniert? Erst mal gucken, ob ich ihn bedienen kann und stopp. Ja, geht. Das heißt, er ist gesprächsbereit mit mir. Wollen wir mal gucken, ob er auch funktioniert. Licht an und go. Tschüss. Gute Reise. Und so, jetzt wollen wir mal gucken, ob er brav seinen abzulösenden Kollegen rausscheucht aus der Waffe. Der hält nicht an. Der funktioniert gar nicht. Und stopp. Stopp. Na gut, zweiter Anlauf, wollen wir mal gucken. Dann geht der auf die Anlage. So, der muss jetzt leider eine riesen Runde drehen. So, wollen wir mal gucken, ob er seinen alternden, in Rente gehenden Kollegen jetzt rausjagt aus der Wache. Na, das hat doch einmal frei geklappt. Der andere fährt jetzt in den Schattenbahnhof und bleibt Reserve. Der Kollege hier, der hat leider noch einen kleinen Defekt. Den repariere ich jetzt noch mal kurz. Und dann seht ihr hoffentlich gleich die ersten Einsatzbilder mit den neuen Flugfeldlöschfahrzeugen. Jetzt habe ich ja indirekt den Hamburger Flughafen herausgefordert, nachdem wir die bislang immer nachgebaut haben, dass die jetzt mal uns nachbauen und wir so ein elektrisches Flugfeldlöschfahrzeug vielleicht auch mal in Hamburg sehen. Das passt ganz gut zu dem Thema, dass ich das vor 2 Jahren mal mit der Hamburger Berufsfeuerwehr gemacht habe. Hier haben wir mal ganz kurz eingeblendet, was ich damals gesagt habe. Wir haben jetzt 20 Jahre lang euch nachgebaut. Oder sagen wir es mal so, Knuffingen hat sich gedacht, die Hamburger Feuerwehr ist unser Vorbild, also nehmen wir die Fahrzeuge, das passt gut. Wir überlegen gerade, ob wir der Hamburger Feuerwehr, also euch mal eine kleine Vorlage geben und mal einmal was anderes machen. Und da fahren wir jetzt mal zu einem spannenden Termin. Das ist mein Vertreter, Jörn. Moin. Hi. Was können wir für dich tun? Wir haben lange auf das Auto gewartet, das mal in echt zu sehen und ich bin super gespannt. Und ich war noch nie hier und das mir, wo eigentlich jeder weiß, dass Feuerwehr echt ein großes Hobby ist, wenn ich hier schon beim Rauffahren rumgucke. Gut, das heißt, du willst unser neues Surffahrzeug sehen. Sehr, sehr gerne. Wir haben nämlich auch was mitgebracht. Wir haben halt das Vorbild, ne? Ja, genau. Das ist unser Teil davon. Ja, wir können ihn jetzt ja gleich mal Das vergleichen. sieht ja schon mal gut aus, aber du weißt ja noch gar nicht, was in dem Fahrzeug drin steckt. Ich bin super gespannt. Kommt mal mit, weil ihr habt den ja schon gesehen und jetzt sehen wir gleich den echten. Ich bin gespannt. Jetzt geht die Tür auf. Die Tür geht auf. Kannst du mal vergleichen, ob wir es gut getroffen haben. So sieht es aus. Wow. Und hier ist Herr Thorsten, der hat das Auto gebaut. Moin Thorsten. Ja, wir haben das gebaut und du hast das gebaut, ne? Ja, ich habe es natürlich nicht gebaut, aber ich habe es projektiert. Ich rieche Neuwagenduft. Das verursacht immer etwas in einem, ne? Wow. Einmal ein Fahrerplatz. Das Spannende geht hier los. Ich stelle mal hier die Autos ab, damit ich es nicht vergesse. Man sieht sofort, dass das ein Feuerwehrauto ist und nicht, dass das sozusagen ein Löschfahrzeug aufgebaut auf einem LKW-Fahrgestell. Man setzt einen Kasten und eine Kabine drauf, sondern man sieht sofort, da braucht man nicht lange gucken, das ist ein nur für den Feuerwehrdienst gebautes Feuerwehrauto. Ja, komm rein. Lass uns das von innen angucken. Ja, ich habe ja mit vielem gerechnet. Ne? Wir haben uns tatsächlich eher über das Äußere die ganze Zeit Gedanken gemacht und ich habe ihn mir von innen nicht angeschaut. Das ist ja, da sieht man es mal so richtig, dass das wirklich nur für den Feuerwehrdienst gebautes Auto ist. Ne? Das stimmt, genau. Und dass da die Feuerwehr auch intensiv mitgearbeitet hat wahrscheinlich. Und die Bedürfnisse und die Wünsche. Ja, also in unseren Teams haben wir immer Leute der Wache mit dabei und auch Leute der Werkstatt, hier Marcel und Wilko in diesem Fall, die das Fahrzeug mit entwickelt haben mit Rosenbauer zusammen und auch tatsächlich nach Hamburg mit überführt haben. Halt. Ist der schmaler als ein normales HLF? Der ist schmaler, ja, der ist ungefähr 20 Zentimeter schmaler. Und die Höhe?
Da sind wir von bis. Also wenn wir im Straßenniveau unterwegs sind, sind wir bei 330, das was ein normales Löschfahrzeug auch hat oder kann, damit wir halt in die Gerätehäuser reinpassen. Aber wir können ihn auch hoch und runter fahren. Halt. Weil er sieht von draußen tatsächlich ein bisschen zierlicher aus. Aber hier drin, das ist ja ein Raumwunder. Das ist er auch. Also du kannst natürlich die gesamte Breite hier nutzen vom Mannschaftsraum. Also ich bin völlig geflasht. Wir haben uns ja nur mit dem Äußeren, eigentlich mit der Außenhaut intensiv beschäftigt. Ja. Und einige von euch haben sicherlich schon mal auf dem Löschfahrzeug oder HLF gesessen. Das ist halt, man sitzt zwar auch gegenüber, aber man sitzt in Fahrtrichtung. Es gibt immer eine Trennung zur Fahrerkabine vorne. Das ist ja echt. Das Auto ist sogar ein Tick kleiner, könnte man sagen, als vielleicht in der Länge nicht. Es ist kleiner in der Länge, es ist genauso halt, aber die Breite ist entscheidend für uns im Stadtverkehr. Halt. Und drin, ich bin gespannt auf den Geräteraum gleich hinten. Ihr habt auch noch Wasser an Bord, oder? Ja, alles, was du hier siehst, wir sind ja auch mächtig stolz drauf, auf das hier. Also jedes ist im Detail, ob die Lampe jetzt 2 Zentimeter höher sitzt oder tiefer, wie kann ich sie greifen, wie schnalle ich mich an. Also die ganze Ergonomie, das ist alles mit durchdacht. Und das gerade, wie gesagt, der Einsatzdienst bringt sich hier wesentlich in diese Entwicklung mit ein und dafür machen wir das Ganze halt. Also was mich sofort fasziniert ist, ich weiß, dass so ein elektrisches Löschfahrzeug, ein Prototyp, teurer ist als ein tausendfach gebautes Verbrenner-Pendant. Aber dafür, dass es eine Neuentwicklung ist, dass er ungefähr doppelt so teuer, kann man sagen, ist. Ja, kann man sagen, ja. Das finde ich faszinierend, weil es ist ja nur ein Anfang. Ne? Und wenn sich das dann etabliert. Und genau, das ist ein Prototyp auch für Hamburg. Vielleicht ja sogar weltweit, genau genommen, weil die Feuerwehren weltweit ja wahrscheinlich ungefähr ähnliche Ansprüche haben. Ja, oder? Es gibt also in der Welt, fahren ungefähr eine Handvoll davon tatsächlich. Die meisten in den Werkfeuerwehren tatsächlich, halt in Amerika, Amsterdam und so weiter. In Hamburg ist es jetzt der erste. Wir wollen ihn ausprobieren. Also von der Antriebsart an sich sind wir überzeugt, dass es im Prinzip kein Hexenwerk, so ein E-Antrieb, obwohl dieses Zusammenspiel natürlich wesentlich ist. Und jetzt kommen gleich die Kommentare hier drunter wieder, ne? Keine Sorge, es gibt einen Range Extender, das heißt, wenn die Batterie leer ist, dann springt der Diesel an. Ist ein Diesel oder Benziner? Genau, ist ein Diesel. Ist ein Diesel an. Also keine Sorge. Ich kenne die Kommentare, die jetzt wieder kommen. Ja, wir haben es getestet. Wir sind von Österreich hier hochgefahren, beziehungsweise die Jungs sind hier hochgefahren. Und auf der Autobahn ist der Akku natürlich relativ schnell leer, aber dafür ist der Diesel halt da, der dann wiederum einen Elektromotor nur andersrum antreibt, um die Batterie zu laden. Im perfekten Drehzahlbereich dann? Genau, im optimalen Drehzahlbereich. Und über die Fahrt hinweg stieg der Batteriepegel natürlich dann wieder an. Also er speist mehr in die Batterie ein, als er überhaupt für die Fortbewegung braucht. Genau, und das macht ihn halt auch an der Einsatzstelle im Feuer und so weiter. Also wir gehen davon aus, dass wir die Pumpe 5-6 Stunden im Dauerbetrieb unter Volllast laufen lassen können. Halt. Elektrisch? Oder dann mit Diesel? Mit beiden halt, mit eine Kombination. Also die erste Stunde, so heißt es, elektrisch, also komplett elektrisch, sodass du auch eine Ruhe hast, eine Stille an der Einsatzstelle, also nur das Säuseln der Pumpe im Prinzip hörst und kein Sechszylinder Diesel oder so. Und nach einer Stunde so ungefähr springt der Diesel dann an. Aber der ist relativ doll gekapselt, sehen wir auch gleich, sodass das auch geräuschmäßig optimal ist. Dann. Ich war von dem Auto vom ersten Blick, weil es auch optisch mal was anderes ist, schon fasziniert. Ne? Aber jetzt hier schon alleine die Kabine, das ist genial. Das ist ein Lowrider, ne? Jens? Wir brauchen eine schwarze Tür. Wir brauchen eine schwarze Tür? Wir brauchen eine schwarze Tür, guck mal. Ja. Oder die brauchen eine Tagesleuchtfarben vielleicht. Ja. Habt ihr mal ein bisschen Folie in Leuchtrot? Also ich war von dem immer sehr begeistert, aber jetzt hier ich nehme den. Ja, Gerrit, du hast uns ja eine Challenge gestellt, so um 2022 herum. Die haben wir gerne angenommen seitens der Feuerwehr Hamburg. Allerdings musste das Auto erstmal gebaut werden und deswegen hat es ein bisschen was gedauert. Du hast ja schon gesehen, es sieht jetzt nicht exakt so aus, wie ihr das in 1:87 gebaut habt, beispielsweise die Tür. Wir haben es natürlich genauso gebaut, wie wir das als Feuerwehr Hamburg brauchen. Und wenn die Jungs und Mädels aussteigen unter Artenschutz, dann müssen sie halt vorher gucken, ob da noch vielleicht parkende Autos im Weg stehen. Deswegen können sie das durch eine transparente Tür machen. Deswegen ist es optimal auf unsere Bedürfnisse abgestellt. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ein, wir machen die Tür schwarz, weil das macht Sinn. Das ist die abgeschnittene Hammerburg. Da würde ich jetzt vorschlagen, wir ändern die Tür. Wir haben damals versucht zu ahnen, was wird in 2 bis 3 Jahren das Design sein. Ja, da wart ihr auf dem richtigen Weg. Ne? Es ist nicht schlecht.
Und ich habe bei Dr. Christian Schwarz, als ich ihn herausforderte, ein Lächeln gesehen damals. Man sah ihn lächeln. Ihr wart schon am Plan, ne? Ja, genau. Also die Entwicklungszeit hat über 4 Jahre gedauert. Und die Herausforderung lag vor allem darin, dass das Fahrzeug ja nicht nur innovativ sein soll, sondern eigentlich den gleichen taktischen Einsatzwert haben soll wie unsere Standardlöschfahrzeuge. Das heißt, alles, was wir in Hamburg auf den Löschfahrzeugen transportieren, zum Beispiel auch noch ein Wasserrettungssatz wegen der ganzen Wasserflächen in der Stadt, musste ja auch auf dieses Auto, was schmaler ist und was nur ein limitiertes Gesamtgewicht erreichen durfte. Deswegen haben wir sehr lange geplant und Tetris gespielt mit dem ganzen Ingenieurteam. Es ist irre, wie genial das aussieht. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt an meinen leuchtenden Augen. Es ist halt ein Feuerwehrauto. Ne? Es ist nicht ein LKW, der einen Kastenaufbau bekommen hat und ein Führerhaus. Und da hat man so ein bisschen versucht, das Beste rauszuholen. Das ist ein vom Grund auf geplantes Feuerwehrauto, wo wirklich alles perfekt in Bezug auf den Einsatzdienst Lösungen gesucht wurden. Und das bei einem vermeintlich kleineren Auto. Ne? Es ist schmaler und damit kommt man natürlich in einer Stadt wie Hamburg besser durch. Und das heißt, es ist zwar ein Tick teurer als ein normales Löschfahrzeug, aber es ist auch ein Prototyp. Also ich denke mal, dass die Serienproduktion dann irgendwann das auch günstiger machen wird. Aber es ist im Sinne des Bürgers. Es ist, um eine schnellere Rettung gewährleisten zu können, einfach das, was ich bis jetzt gesehen habe. Man sieht, hier stehen ja auch eine Menge Menschen, die Beitrag geleistet haben. Man sieht, da ist eine Menge Gehirnschmalz reingeflossen. Ich glaube, es ist die perfekte Lösung. Es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt kein besseres Feuerwehrfahrzeug als das hier. Im Moment wird es endausgerüstet und inventarisiert und so weiter. Und dann geht es jetzt super schnell los. Das Fahrzeug wird erstmal in die Wache 13 gehen. Und, meine Kindheitswache. Ja, genau, in Roter Baum. Da haben wir halt auch vor allem eine enge Verkehrssituation. Da sind viele kleine Einbahnstraßen. Da kommt man manchmal auch gerade in den Abendstunden nicht so gut in die engen Straßen rein. Und dafür ist das Fahrzeug optimal. Das hat ja auch noch gelenkte Hinterachsen. Ich glaube, das habt ihr damals auch schon. Der kann sogar Hundegang, ne? Ja, genau. Also Hundegang heißt, dass die Räder parallel so gestellt werden können und das Fahrzeug halt leicht seitlich. Und hier nochmal die Ansage, nur weil das Fahrzeug jetzt besser in Hamburg oder in anderen Großstädten um die Kurve kommt, ne, die 5 Meter vor der Kreuzung sind lebenswichtig, dass sie freigehalten werden. Und auch wenn dieses Fahrzeug besser damit klarkommt, um die Kurve zu kommen, eine Drehleiter schafft das nicht. Wir haben da mal ein Video zugemacht, das blende ich hier oben noch mal ein, wie wichtig es ist, dass man Platz für die Feuerwehr lässt. Es ist nicht nur der Lieferwagen von Amazon, der durchpassen muss, es muss die Feuerwehr durchpassen. Ich glaube, wir sollten es auch mal ausprobieren. Vielleicht hast du Lust mitzufahren. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dieses kleine Auto ist natürlich jetzt nichts mehr gegen das Große. Ne? Also Jens und ich waren ganz stolz auf wir haben sie ja sogar zweimal, das hat Hamburg noch nicht, auf diese Autos. Aber jetzt das Große hier stehen sehen zu haben, ist natürlich eine andere Nummer. Ne? Also hammer, genial. Ja, ich glaube, das. Nein, der ganze Streifen ist blau. Die blauen oben, das haben wir nicht besser hingekriegt, das konnten wir nur andeuten. Und die Aufnahme jetzt wird zum Genießen. Hier ist das kleine Vorbild. Eine Riesentruppe, die beteiligt war, um dieses unfassbare jetzt Original zu schaffen. Was genial bei dem Fahrzeug ist die Watttiefe. Durch wie tiefes Gewässer könntet ihr fahren? Ja, wir haben ihn auf 80 cm getestet, aber ich schätze mal 90 bis 1 Meter wird wohl funktionieren. Wenn ich da jetzt nicht ankomme, was können wir dann tun? Also an der Einsatzstelle machen wir ihn ganz runter. Können wir jetzt Komm mal da machen. nicht an. Das ist... Genau. Ich glaube, wir können noch einen tiefer. So, und jetzt haben wir an sich die optimale Entnahmehöhe. Wir haben keine Klappen mehr zum Auftreten, wie es bei den herkömmlichen Fahrzeugen ist, da wir ihn einmal komplett runtersetzen können. Wirklich nur noch so, ne? Ja, da wir hier keine Abgasanlage haben nach unten, ist das halt technisch machbar, ne? Genial, wir dürfen eine Runde fahren. Und für alle, die bei der Feuerwehr sind, ich setze mich jetzt auf den Platz des Fahrzeugführers. Das soll hoffentlich kein Frevel sein. Ich hoffe, ich darf das ausnahmsweise mal. Boah, ich bin aufgeregt. Moin. Moin. Ich kann es noch nicht glauben, dass gleich das Tor aufgeht und wir losfahren. Ich bin gespannt. Den Motor anmachen? Läuft. Ja, wir haben gerade mit Freude festgestellt, ihr habt noch Pressluft drauf, ne?
Also ein Presslufthorn und nicht ein elektrisches, wir simulieren das Nee, wir haben Horn. keinen Martinhorn drauf. Ist kein Martinshorn. Nein, das ist ein Bullhörner. Wir wollten es ausprobieren Und wie mit der E-Anlage. Hier sind zwei Symbole, ne? Ein kleines Hörnchen und ein großes Hörnchen. darf ich da mal drücken? Ja klar, drück auf. Ja, drück drauf. Das hat man gerade gehört. Der ist aber größer. Ist Überland und Stadt oder was ist der Unterschied? Ja, das sind im Prinzip beides Stadt-Überland-Modis halt. Das andere hängt mit der Frequenz zusammen. Das sind Töne, Akustiken, die nehmen wir hier drin nicht so sehr wahr, aber draußen wird es deutlicher wahrgenommen als hier drin tatsächlich. Das nennt sich Birdview, also ein 360-Grad-Bild, damit du halt in engen Straßen genau zirkeln kannst. Ne? Ja, das ist ein Kindheitstraum, der mir erfüllt wird. Also ihr erlebt mich selten sprachlos, ne? Vielen Dank. Ja, Gerrit, du hast ja Zeit gelassen, hast eine Runde gedreht. Wie war es für dich? Es war, mir fehlen auch ein bisschen die Worte, weil es ist einfach atemberaubend. Es ist ein kleiner Kindheitstraum. Feuerwehr ist ja, irgendwas ist da ja in der Jugend bei mir hängen geblieben. Und das Auto ist einfach, das ist genial. Das ist auch die Geräuschkulisse. Man hört ja den Elektromotor arbeiten und die Servolenkung und so weiter und so fort. Es klingt gut. Irre Beschleunigung. Also fasziniert. Es macht Spaß, ja, oder? Es macht Spaß. Und Ja. aus der normalen Gewohnheit, wie breit so ein Löschfahrzeug ist er mir viel zu eng immer an den Hindernissen vorbeigefahren. Dann habe ich in den Spiegel geguckt, habe gesagt, man sieht diese paar Zentimeter, die der mehr Platz hat. Ne? Also dass er einfach lockerer überall durchfährt. Also Genau, wir haben ja Barcode. ein Spiegelersatzsystem. Das heißt, wir haben eine Rundumsicht, eine Rückfahrkamera und so weiter. Das heißt, der Maschinist kriegt auch die neuesten technischen Features, um im Einsatz, wenn es eng ist, wenn die Zeit drängt, um da wirklich gut mit dem Auto auch die Mannschaft an den Einsatzort zu bringen. Okay, Also, du, genial. du hast uns ja damals herausgefordert, das elektrische Löschfahrzeug nachzubauen und sagtest damals, jetzt sind wir dran, weil immer bisher nur nach Hamburger Vorbild gebaut wurde. Ich würde aber ganz gerne den Staffelstab in eure Richtung zurückwerfen. Wir haben nämlich auch noch 2 neue elektrische Rettungswagen in Dienst gestellt. Die laufen jetzt gerade seit 4 Tagen. Da ist er. Und jetzt seid ihr dran. Jens, kriegen wir das hin? Ja, das ne? kriegen wir hin. Aber es ist, Machen wir. MAN ist das, oder? Ja, MAN ist es. Aber das ist machbar. Aber ja, sehr gerne. Also, Ja. weil Der hat natürlich auch einen voll elektrischen Antrieb. Und das hat Moin. Gerrit. Das hat ja auch Vorteile. Der Patiententransport ist wesentlich angenehmer. Es ist auch leise, es ist luftgefedert. Und das wird sicherlich die Mannschaft und das werden die Patienten uns auch danken. Auf jeden Fall sieht er super aus. Ich habe ihn ja, also während du mir gerade die Challenge gegeben hast, die ich hiermit annehme. Ja, sehr gerne. Also das machen wir. Man hat ihn nicht gehört, ne? Der Chef hat ja gesagt, einfach so, an wem wird das wieder hängen bleiben? An der K-Systemabteilung und an mir. Ne? Also du kannst von mir natürlich die technischen Zeichnungen haben. Das ist ja noch besser. Ja, brauchst das nicht selber zeichnen. Das
Ja, da werde ich nicht drum rumkommen, aber es hilft natürlich, gute Vorlagen zu haben. Vielen Dank. Ja, ich glaube, deine E-Mail-Adresse habe ich sowieso schon. Ne? Die haben wir schon geschrieben. Und ich finde fantastisch, was ihr macht. Ihr macht das ja nicht nur in klein, sondern ihr müsst ja auch die ganzen technischen Features noch umsetzen. Also den Akku da reinpacken, den Motor, die ganze Elektrik, gerade für die Blinkelektronik. Das finde ich total faszinierend. Dafür muss ich auch ganz oft schummeln und mir das Ding so ein bisschen breiter schummeln, damit es noch passt. Genau, da schummeln können wir natürlich nicht. Da muss natürlich alles funktionieren. Aber ich finde das trotzdem total faszinierend, wie ihr das dann auf die Anlage bringt, weil ihr habt ja auch im Prinzip einen wirtschaftlichen Betrieb. Die Autos laufen ja auch rund um die Uhr, also in den ja, tatsächlich achten wir auch darauf bei der Auswahl des Materials und dabei eben doch noch mal das ein bisschen breiter zu schummeln, damit es nicht beim 37. Anfassen kaputt geht und so. Ja. Das ist schon echt ein Faktor. Ich bin total begeistert, was ihr hier auf die Straße bringt. Ja, ich bin begeistert, Maßstab. was ihr auf die Straße bringt. Wie gesagt, ich habe ja auch noch dieses privat-persönliche Interesse daran an Feuerwehr. Also bin sehr geflasht. Ziemlich cool. Mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich habe in meinem Leben schon viel erlebt und die letzten 25 Jahre durch den Erfolg des Miniatur-Wunderlandes und auch weil wir natürlich so technisch verrückt sind, habe ich hier und da mal Einblicke bekommen, die man vielleicht als Normalsterblicher nicht bekommt. Aber das hier, das ist der Hammer. Ne? Also ich habe gedacht, ich gucke das neueste elektrische Löschfahrzeug an. Ihr wisst, dass ich Elektroantrieb für die Zukunft halte und auch mag mittlerweile. Aber das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Also wo man hinguckt, haben Leute sich Gedanken gemacht und haben sich Gedanken gemacht, wie können wir für die Feuerwehrleute das besser machen und wie können wir es vor allen Dingen auch, wie können wir unseren Auftrag besser erfüllen. Also löschen, retten, bergen, schützen, was ist der Auftrag der Feuerwehr? Und mit dieser Innovation können diese Aufträge besser erfüllt werden. Also das heißt, es ist ja nicht nur so, dass ich ein Technik-Nerd bin, der einfach sagt, oh geile Technik, ich freue mich, sondern ich sehe den Sinn da dran. Und da mitfahren zu dürfen, eben gerade genial. Und es ist jetzt ein bisschen off the topic gewesen. Normalerweise kennt ihr mich mit kleinen Autos, aber hier jetzt mal mit dem großen und mein leuchtendes Auge zu sehen. Danke fürs Teilen. Hammergut. Und hier die neue Challenge. Gleich den Staffelstab zurück aufgenommen. Der neue elektrische Rettungswagen der Feuerwehr Hamburg. Es ist leise. Es ist für die Patienten besser. Es ist ein leises Fahrzeug. Du hast drin nicht den Lärm. Es ist für alle auf der Straße leiser. Okay, wenn das ein Horn anhat, dann kann er auch mit dem Dieselkrach machen. Aber in den meisten Fällen ist das Fahrzeug leiser. Und wir haben so viel Lärm in der Stadt. Es ist einfach schön, dass die Innovationen jetzt hier langsam auch in sowas reinfinden. Und das ist natürlich unheimlich schwer, weil Feuerwehr, das muss eine ganze Schicht halten. Es kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt statt ein RTW 2 an der Wache haben, weil einer lädt, einer fährt. Ne? Das kann nicht sein, sondern der muss eine Schicht durchhalten und ist jetzt erst seit wenigen Tagen hier in Hamburg im Dienst und ihn gleich hier stehen sehen zu dürfen mit dieser innovativen neuen Trage. Hammer. Ich liebe ja solche Einblicke in neue technische Herausforderungen. Und dieses Auto gibt es nicht als Modell. Das heißt, Jens freut sich auch wieder, er darf was zeichnen. Und werden wir mal gucken, wie lange wir brauchen. Es wird etwas dauern. Herrlicher Tag hier, da steht das gute Stück jetzt drin und es wartet darauf, in Dienst genommen zu werden. Am 19.02., wenn ich das richtig gehört habe, geht es an meine Kindheitswache, Roter Baum, an die Feuerwache 13. Und dann bin ich gespannt, wie das Feedback sein wird und ob wir das Fahrzeug demnächst dann auch noch häufiger auf Hamburgs Straßen sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War für mich eine besonders bunte Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen und ich bin super gespannt, was bei der 100. Folge passieren wird. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.